In vorangegangenen Videos habe ich bereits 2 Unterwasserkameras der Firma Chasing vorgestellt. Eine klassische Wurfkamera für die Angel, die ausschließlich über WLAN operiert, und eine kabelgebundene Kamera, die man direkt am Angelplatz versenken kann. Beide überzeugten durch ihre wirklich herausragende Bildqualität und ihre einfache Bedienung direkt über die App. Als Dankeschön für meine bzw. unsere Tests schenkten sie meiner Tochter zu Weihnachten eine Unterwasserdrohne. In diesem Video testeten wir Dory Explore, wie sie sich nennt, in einem Urlaub in Deutschland. Sie verfügt nicht nur über Kamera und Licht, sondern bietet einige sehr spezielle Funktionen mehr. Das ist mein Controller. Ja. Kabel auf jeden Fall. Das ist der lange Kabel, oder? Das Netzteil wird mit Adaptersteckern für alle möglichen Länder geliefert. Man so Dichtung hier. Das ist ein Netz. Hier haben wir so ein Filter wahrscheinlich. Die Batterie. Das auch. Ich frage mich, was das ist. Das ist ein Metalldetektor. Sieht cool aus. Irgendwie wie so eine. Ist auch Kamera oder wie? So, Ja, klar, hat ist auch eine Kamera. Kamera. Und Licht hat es, glaube ich, auch noch. Ja. Dann könntest du rein theoretisch damit auf Schatzsuche gehen. Achso, so kommt das. Eines der beiden identischen Enden des Kabels wird an das Heck der Drohne angeschlossen. Das andere Ende des Kabels wird mit dem vermeintlichen Filter verbunden. Das, was aussieht wie ein Poolfilter, ist tatsächlich eine schwimmende WLAN-Station. So. Der Halter des Controllers bietet Platz vom kleinen Smartphone bis zum iPad. Okay, das muss. So. Um Motor, Kamera und Licht der Drohne zu aktivieren, benötigt man die App Chasing Go 2. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze funktioniert. Ich auch nicht, aber es wird schon irgendwie gehen. Die Steuerung der Drohne ist ähnlich wie bei Quadcoptern, kinderleicht. Soll ich auf Start drücken? Ja, start ruhig. Okay. Zum Verständnis, das Smartphone ist per WLAN mit der Basisstation gekoppelt, der Controller per Bluetooth. Sieht man das auf der Kamera? Okay, jetzt geht's nach vorne. Da habe ich schon hingekriegt. Hilfe! Komm nur hoch. Hoch. Jetzt gehen wir tiefer. Warte kurz. Ja, ist ein bisschen trüb. Okay, runter. Hast du das Licht an? Nee. So, jetzt habe ich Licht angemacht, ja. Jemand. Ah, mach besser aus, sonst die Fische hier erschreckt das noch. Wie bei fliegenden Drohnen auch, wird kein Ton aufgezeichnet, man würde ja nur die Motoren hören. Und hopp. Ah, schwimmt ja erstmal richtig. Und los geht's. Da es in der Reihenlache zu trübe war, versuchten wir es noch in einem Teich. Ja, ich geh schon mal runter. Das Einblenden des Brandings links unten lässt sich natürlich auch deaktivieren. Auch der Teich leider viel zu trüb. Aber meine Tochter hatte trotzdem ihren Spaß mit der Drohne. Sieht man irgendwas an Fisch? Auf dem Display werden rechts oben die Wassertiefe und die Wassertemperatur angezeigt. Auch wenn es unter Wasser anders als in Norwegen nichts zu sehen gab, über Wasser schon. Eine Bisamratte war auf den vermeintlichen Eindringling im Revier aufmerksam geworden. Nichts zu essen. Meine Tochter musste leider wieder nach Norwegen abreisen. In Kürze werde ich ihr die Drohne dorthin nachliefern, wo wir sicher tolle Aufnahmen machen. Aber so lange wollte ich nicht warten, um mich von der Kameraqualität zu überzeugen. Und so fuhr ich mit Dory an einen kristallklaren Baggersee. Wie man sieht, wurde auch hier ein hochwertiges, für Unterwasseraufnahmen optimiertes Objektiv verbaut. Es verstärkt die Rottöne, die unter Wasser ausgefiltert werden. Und es hat sogar eine Linsenkrümmung wie das Auge eines Fisches, sodass unter Wasser der Blickwinkel natürlich erscheint. Wie der Betonschutt auch schon erahnen lässt, das sind Aufnahmen aus dem Cannsee der gleichnamigen Betonfirma. Ich konnte nicht einen einzigen Fisch, ja eigentlich gar kein Lebewesen unter Wasser entdecken.
Vielleicht weiß einer meiner Zuschauer ja Bescheid, ob es hier überhaupt Fische gibt. Das ist übrigens das schwimmende Kabel der Drohne in der Signalfarbe Gelb, zur Orientierung für den Piloten und zur Sicherung für andere. Die Kameraqualität ist, wie alle anderen Produkte, die ich von dieser Firma testete, offensichtlich überragend. Wie sicher aufgefallen ist, habe ich die Drohne im Baggersee Standalone betrieben, also ohne Metalldetektor und Netz. Die Demontage und Montage wird von der Firma Chasing ausdrücklich nicht empfohlen und es erlischt dabei die Garantie. Die 9-Volt-Batterie ist übrigens für diesen Metalldetektor. Sie wird hinten an dem pinken Verschluss eingeschraubt. Im Zusammenhang mit dem Netz, das man vorne dran montieren kann, soll man damit auf Schatzsuche gehen, bzw. eben Metallstücke, Geldstücke und Ähnliches finden. Ich persönlich finde das bei Entdeckungsfahrten ins Unbekannte eher riskant, denn man kann mit dem Netz natürlich leicht irgendwo hängen bleiben und dann ist die Drohne unter Umständen verloren. Denkbar wäre der Einsatz auf sandigen Untergründen oder zum Beispiel auch als Spiel im Pool. Zum Beispiel könnte man Geldstücke in einen Pool werfen und versuchen, die mit der Drohne zu finden und eben auch herauszufischen. Aber auch der Metalldetektor lässt sich standalone betreiben und so könnte man zum Beispiel seine Partygäste nach Waffen untersuchen oder auch nach künstlichen Hüftgelenken. Ich finde allerdings nicht, dass die Drohne ein Spielzeug ist, sondern ein wirklich nützliches Tool, um die Unterwasserwelt zu erkunden. Ich werde die Drohne sicher meistens ohne Metalldetektor verwenden und freue mich schon auf die Aufnahmen in Norwegen. 3 Kameras mit unterschiedlichen Einsatzzwecken habe ich von der Firma Chasing getestet. Schaut euch gerne auch die anderen Videos an und bitte Kanal abonnieren.